Das hier ist unser letztes Video aus Island. Irgendwie fühlt sich das ziemlich besonders an. Wir sind Svenja und Basti von Neuland Stories und in den letzten Wochen durften wir so viele unvergessliche Orte sehen. Riesige Wasserfälle, brodelnde Erde, einsam heiße Quellen und ja, auch ziemlich gutes Essen. Island hat uns oft sprachlos gemacht und auch ein kleines Stück verändert. Zum Abschluss nehmen wir euch nochmal mit zu einem echten Highlight. Eine Wanderung und der Möglichkeit zum Schnorcheln zwischen den Kontinenten und ein Ort, an dem die Erde noch dampft nach einem Vulkanausbruch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nach einem überraschenden Schneesturm gestern Abend sind wir heute in einem kleinen Winterwunderland aufgewacht. Wir stehen auf einem Campingplatz, der auch noch halb im Winterschlaf ist, man hier aber Dusche und Küche benutzen kann. Wir packen schnell zusammen, denn die Sonne scheint und wir wollen los. Guten Morgen! Wir sind heute Morgen im Winter Wonderland aufgewacht. Es hat heute Nacht nochmal geschneit. Jetzt scheint die Sonne, die wollen wir direkt auch nutzen, weil wir können uns nicht mehr so richtig aufs Wetter verlassen. Die nächsten Tage sind sehr durchwachsen. Und ja, haben hier auf einem Campingplatz gestanden in der Nähe von den Geysiren. So ein bisschen schade ist es natürlich, dass wir nicht auf den Grünflächen stehen können, aber die sind einfach jetzt in der Saison noch viel zu matschig und aufgesogen von Schnee und Wasser und Eis, dass man die einfach noch nicht nutzen kann in der Nebensaison. Deswegen steht man meistens auf dem Parkplatz von den Campingplätzen, was dann natürlich nicht so schön ist, aber praktikabel auf jeden Fall. So kann man so einen warmen Gemeinschaftsraum nutzen, kochen, Wäsche waschen, duschen und so. Das ist alles gegeben, aber natürlich nicht der schöne Spot. Aber wir nehmen, was wir kriegen können. Wir sind warm eingepackt und statten dem großen Geysir nochmal einen Besuch ab. Es ist unfassbar kalt. Es ist sonnig wie die letzten Tage, aber mindestens 10 Grad kälter. Ja, 0 Grad. Ja. Wir hatten echt Glück die letzte Woche. Wahnsinn. Ja, das ist ja auch wunderschön. Voll, aber kalt. Das ist kalt. Mitten im geothermischen Herz Islands liegt Strokkur, einer der aktivsten Geysire der Welt. Etwa alle 5 bis 10 Minuten schießt hier eine bis zu 20 Meter hohe Wassersäule in den Himmel. Kein Countdown, keine Vorwarnung, nur ein Blubbern, ein Zischen und dann entfesselt sich die rohe Kraft der Erde. Rundherum brodelt, dampft und zischt es. Der Boden lebt, man spürt ihn unter den Füßen atmen. Wir stehen da, fasziniert, immer wieder aufs Neue überrascht, als würde der Planet selbst kurz auf sich aufmerksam machen. Für uns geht es jetzt hier direkt in den Eiergammelgeruch rein. So nah dran an der Energie, die unter unseren Füßen schlummert, sind wir selten. Und hier ist sie irgendwie allgegenwärtig. Es hat was so Faszinierendes und ist so verrückt, dass das einfach passiert. So, dass die geballte Energie aus dem Erdinneren hier so nach oben strömt. Es riecht nach Schwefel, die Luft ist feucht und warm, obwohl ringsrum Schnee liegt. Der Kollege hier, der schläft quasi und riecht nur sehr, sehr selten aus. Muss man wirklich Glück haben, dass man das erleben kann. Ich fand ihn schon beeindruckend. Was meinst du, wie groß der wäre?
Der zweite Ausflug hierher hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt. Ja. Gestern haben wir es ja wegen dem Schneesturm nur bis zu dem Geysir geschafft. Wir mussten schnell flüchten. Oh, ja. Und jetzt bei Sonne ist es auf jeden Fall nochmal richtig schön. Auch wenn es eiskalt ist. Der Wind, mit dem Wind ist es gefühlt minus 10. Minus 10. Irgendwas mit Minusgrad. Sehr kalt gerade. Schwer beeindruckend, die ganze Chose hier. Ja. Jetzt haben wir einmal die Energie aktiv gesehen mit Geysiren. Und hier in der Nähe gibt es eine geothermale Bäckerei, die Brot mit der Energie aus der Erde backt. Und das wollen wir uns natürlich mal genau angucken. Das ist eine ziemlich große Gruppe und wir gehen jetzt alle hier runter an den Strand und lernen was darüber, wie man Brot im Boden backt. Nur mit der Hitze und Wärme aus der geothermalen Energie. Das Roggenbrot bzw. Lavabrot wird traditionell in einem Topf gebacken. Damit es geschützt ist von der Feuchte im Boden, muss es mit viel Folie umwickelt sein. Zuerst wird das Brot, das die letzten 24 Stunden unter dem Boden geschlummert hat, ausgegraben. Erkennen kann man ein vergrabenes Brot an dem kleinen Sandberg mit Stein auf der Spitze. It's more or less 100 degrees Celsius. Yeah. Yes. So here inside you can see the bubbles. You can take a picture if you want. Unter dem Topf kann man dann den Sand förmlich brodeln sehen. Das kann dann bis zu 100 Grad heiß werden. Anschließend kommt das ungebackene Brot in den Boden und wird am nächsten Tag 24 Stunden später von der nächsten Gruppe ausgegraben. So now we have to clean and comb this spot in the lake. Ready to open the bread? Yes? Wow, you are lucky today. You can smell the bread? Wow, voila! Yeah! Look at this. It's beautiful. It's like a perfect carrot cake or chocolate cake. Ready? Look at this. Und dann ist es Zeit für die Verkostung. Eigentlich ähnelt es eher einem Kuchen als einem Brot. Jetzt bin ich gespannt. Schmeckt richtig lecker. Ja? Ja, schmeckt richtig gut. So eine Mischung aus süß und salzig. Ich glaube, die Butter macht es halt noch mal ein bisschen salziger, aber so eine leichte Süße drin. Richtig gut. Mit geräucherter Forelle, hier aus dem See. Das ist wohl der traditionelle Weg zu essen. Sehr gute Mischung, ja. Jetzt bräuchte man nur 24 Stunden Zeit, um sein eigenes da am Strand zu backen. Aber könnte man machen. Könnte man machen. Der Strand ist ja öffentlich, frei zugänglich. Also jeder kann da sein Brot verbuddeln und in 24 Stunden wiederkommen und es ausgraben. Sehr lecker. Ist mit Roggen, normalem Mehl, Zucker, Backpulver, bisschen Salz und Milch.
zweite Runde. Quasi unser Frühstück. So. Also, liebe Leute. Es war ganz nett, das mal zu sehen, wie das gemacht wird. Aber ich glaube, dieses Event kann man sich auch getrost sparen. Um es mal hart zu sagen. Das war echt teuer. In Island ist es sowieso so, man kann eigentlich so sagen, alles ist doppelt so teuer wie das, was man bereit wäre auszugeben. Wir haben jetzt 20 € pro Person bezahlt und dafür war es eine echt große Gruppe. Und das Ganze hat, glaube ich, draußen 10 Minuten, 15 Minuten gedauert. Es wurde kurz gezeigt, wie das reingepackt wird, wie es rausgeholt wird, wie es abgewaschen wird und wie das Brot aussieht. Und auch gar keine Infos irgendwie dazu noch bekommen. Das kann man dann sich da auf dem Schild gut durchlesen. Das Brot hinterher mal probieren drin durfte man noch, aber es war auch super lecker. Aber ich glaube, also für das Geld, was das kostet, kann man entweder lieber sich einfach nur das Brot kaufen und essen oder vielleicht irgendwie was essen gehen und hierher kommen, sich das Schild durchlesen und ich glaube, sich so, ja, wie das denn da reingepackt wird, das kann man sich dann auch irgendwie ein bisschen denken. Ja, war jetzt okay irgendwie, dass wir es gemacht haben, aber ich glaube, empfehlen würden wir es nicht, weil dafür ist es einfach zu teuer, zu viele Leute. Aber ja, so ist es manchmal auch. Das Brot, was man hier kaufen kann, ist so eine kleine Ecke, kostet auch 10 €, aber ist immerhin günstiger wie so eine Tour. Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall immer noch Hunger. Das hat unser Frühstückshunger nicht gestillt. Und wir fahren jetzt mal Richtung Hauptstadt. Head south, then turn right. Nochmal kleiner Zwischenstopp. Hier könnte es interessant werden. Anfang des 20. Jahrhunderts haben hier Menschen sich ein Häuschen in Lavahöhlen gebaut. Hier war einfach eine Höhle und sie haben sich hier ein kleines Häuschen reingebaut und dann hat hier eine Familie gelebt für mehrere Jahre. Sieht abgefahren aus. Wir dachten erst, ein Häuschen wurde von der Lava quasi erfasst, aber es wurde tatsächlich in die Höhle eingebaut. Es wurde über die Jahre immer instand gehalten als Museum. Aktuell ist es leider nicht öffentlich zugänglich, also man kann nicht in die Höhle rein, nur von draußen reingucken. Aber interessant. So eine individuelle Geschichte einer Familie hier auf Island. Letzter Stopp auf dem Weg in die Hauptstadt. Ein sehr besonderer Stopp. Ein Spaziergang zwischen den beiden Kontinentalplatten Europa und Amerika, was das Land Island ja eigentlich erst so abgefahren macht, wie es überhaupt ist. Und wir laufen einfach
In der Mitte, genau dazwischen. Schon verrückt. Richtig einmalige Landschaft hier. Hier ist so ein kleiner Kanal durch das Lavagestein inmitten der beiden tektonischen Platten, also der europäischen und der amerikanischen. Und hier ist eines der klarsten Wasser oder Gewässer, die man sich vorstellen kann, weil das Wasser durch das Lavagestein gefiltert wird und man dadurch einfach hunderte Meter weit sehen kann. Das sieht abgefahren aus. Und hier kann man durchschnorcheln. Ist so. Wenn man das nötige Kleingeld hat. Genau. Wir haben mal nachgeguckt, weil das natürlich auch auf unserer To-Do-List stand. 140 € pro Person. Das ist für dieses Mal einfach nicht drin bei uns. Aber wir müssen ja auch aus Island zurückkommen und auch nochmal hierher müssen. Genau. Man kann ja nicht alles abgehakt haben. Das Wetter ist leider von Minute zu Minute schlechter geworden. Es ist richtig windig, es regnet, deshalb verschieben wir den Besuch in die Hauptstadt um den Tag und hoffen, dass es morgen besser ist und machen es uns jetzt hier drin gemütlich. Außerdem haben wir Hunger. Ein Tag bevor wir hier angekommen sind, ist ja hier in der Nähe von Grindavik der Vulkan ausgebrochen. Und anders als erwartet war nach wenigen Stunden dann der Ausbruch vorbei. Also man dachte eigentlich, es kommt noch ein viel größerer. Es könnte auch noch, deswegen sind noch ein, zwei Straßen gesperrt, aber die Hauptstraße ist mittlerweile wieder geöffnet. Und man konnte mal vorbeigucken und sich selbst ein Bild machen, wie nah diese Stadt halt einfach an dem Lavafeld und an den Vulkanen dran ist. Und es ist echt unvorstellbar, dass hier einfach sich Menschen angesiedelt haben und hier einfach leben. Und im Hintergrund ist noch so ein Schutzwall, aber dann kommt halt einfach auch schon Vulkan und Lava. Das ist echt... Ich weiß, ja, beeindruckend. Es ist ein schweres Gefühl zu beschreiben. Also für mich wäre das nicht vorstellbar, hier leben zu können. Und dass sich hier einfach so sich ein kleines Dörfchen angesiedelt hat und die auch sich schwer evakuieren lassen, weil sie einfach schon so lange hier leben und das zu ihnen gehört. Abgefahren. Grindavik liegt am Rand der Reykjanes-Halbinsel, einer der aktivsten vulkanischen Zonen Islands. Nur wenige 100 Meter entfernt befindet sich das jüngste Lavafeld, entstanden bei einem Ausbruch vor wenigen Tagen. Die schwarze Lava dampft noch immer an einigen Stellen, ein sichtbares Zeichen dafür, wie nah hier Feuer und Alltag beieinander liegen.
Seismologen beobachten die Region genau, denn ein weiterer Ausbruch gilt nicht als Frage des Ob, sondern des Wann. Das aktuelle Lavafeld kann man nicht besuchen, aber es gibt hier in der Nähe eine Wanderung zu einem Vulkan, der 2001 oder 2002 ausgebrochen ist. Den Namen kann ich einfach nicht aussprechen. Und da kann man mittlerweile hinwandern zu dem erkalteten Lavafeld. Und die kleine Wanderung machen wir heute, bevor es dann wirklich nach Reykjavik geht. Wir sind warm eingepackt. Es scheint zwar die Sonne, aber es ist arschkalt. Vor allem Dingen der Wind. Ja. Anstrengend die Nummer. Und der Wind, der brennt richtig auf der Haut. Ist so kalt. Lohnt sich fast eine Sturmmaske mitzunehmen. Wir wandern durch eine Landschaft, die noch vor kurzem flüssiges Feuer war. Das Lavafeld wirkt wie von einem anderen Planeten. Scharfkantig, schwarz, noch warm an manchen Stellen. Das ist einfach alles Lava. Und soweit das Auge reicht, noch überall dampfende und rauchendes Gestein oder Lava. Das ist echt krass. Hier sieht man, wie neu diese Erde ist. Keine Pflanzen, keine Spur von Leben, nur erstarrte Bewegung. Jeder Schritt erinnert daran, wie mächtig und wandelbar Island ist. Die Landschaft hat eine abgefahrene eigene Schönheit. Eigentlich guckt man ja nur auf karges Gestein, aber irgendwie auch auf irgendwas Aktives. Es qualmt halt auch überall, obwohl es schon vor Ewigkeiten erkaltet ist. Kalt! Falls man uns überhaupt hört. Kalt! Das ist so beeindruckend, wie hier sich der Spalt aufgetan hat in der Mitte, die Erde auseinandergebrochen ist und die Lava sich überall verteilt hat. Das ist verrückt. Wahnsinn.
Hier bestimmt noch Natur. Hier bestimmt noch Natur. Ja, die bestimmt, dass wir jetzt wieder runtergehen. Oh. Wir hatten Rückenwind auf dem Rückweg. Der Wind hat uns quasi förmlich zurück zum Parkplatz geschoben. Und jetzt sind wir wirklich auf dem Weg nach Reykjavik. Wir haben es in die Stadt geschafft. Wir mussten ein bisschen außerhalb parken. Groß ist die Stadt aber ja nicht. Und deshalb laufen wir jetzt einmal quer durch und suchen uns erstmal was zu essen, weil großer Hunger. Aber immer noch eiskalt. Oh Leute, der Wind ist eisig. Wir dachten, hier in der Stadt wird es besser, aber hier ist genauso windig. Oh. Reykjavik. Klein, charmant und irgendwie herrlich unaufgeregt. Die nördlichste Hauptstadt der Welt fühlt sich eher an wie ein gemütliches Städtchen als eine Metropole. Wir schlendern durch bunte Straßen, vorbei an kleinen Läden, hippen Cafés und dem Duft von frisch gebackenen Zimtschnecken. Natürlich gibt es hier auch jede Menge Souvenirs, von handgestrickten Pullovern bis zu Trollfiguren aus Lava. Trotz des Tourismus wirkt nichts hektisch. Reykjavik nimmt sich Zeit und genau das macht den Reiz aus. Von mir gab es einen kleinen Mützenwechsel. Meine alte blaue ist so ausgelappert und ausgeleiert gewesen, die ist mir gerade fast vom Kopf geweht worden. Das war der Grund. Ich durfte eine neue haben. Traditionelles Essen hatten wir diese Woche schon. Und zwar mehr nach Burger. Deswegen gibt es jetzt einen Burger. Den teuersten, den wir jemals haben werden wahrscheinlich. Basti hat den klassischen Cheeseburger mit Barbecue Potatoes. Yes. Und ich habe den veganen Burger mit Creek Salad Potatoes. Hier gibt es keine Pommes, sondern so Kartoffelecken, die so wie ein Salat quasi fast angemacht sind. Fand ich nochmal eine Mahlzeit für sich selbst. Aber es sieht sehr lecker aus und es riecht sehr lecker. Und der vegane Burger wurde zum besten veganen Burger 2025 gekrönt. In Island. Was auch immer das heißt. So witzig, mein Kopf erwartet irgendwie was ganz anderes und schmeckt das so anders. Nach was schmeckt es denn? Kartoffeln. So sehr rauchige Kartoffeln. Auf jeden Fall. Aber gut. Ja, schmeckt voll gut. Schmeckt voll gut. Bon Appetit. Bon Appetit. Ist ziemlich gut. Ich hatte aber schon besser. Wir sind absolut voll gegessen. Es ist kalt, der Wind ist eisig. Ich glaube, wir können ganz gut schon zurück zum Van. Schlängeln uns zurück. Ja, dabei gucken wir noch mal ein bisschen nach links und rechts. Und ich glaube, dann haben wir genug von Reykjavik gesehen, oder? Ja.
Das war die Hauptstadt. Wir sind völlig geschafft und platt von heute. Das Wetter raubt einem ganz schön viel Energie, aber wir sind froh, dass es heute trocken geblieben ist. Wir haben jetzt auch noch einen wunderschönen Sonnenuntergang hier im Rückspiegel. Fahren jetzt nochmal zu unserem Campingplatz, wo wir auch letzte Nacht schon standen. Und dann ist der Tag auch schon vorbei. Jetzt nehmen wir auch schon wieder 7:45. Ja. Das war Abenteuer Island. Und wir sind immer noch komplett geflasht von all dem, was wir hier gesehen und erlebt haben und können, glaube ich, Island einfach absolut empfehlen. Es ist ein Reiseziel. Irgendwie hält es das, was es verspricht. Ein bisschen im Hinterkopf muss man haben, das ist, glaube ich, das teuerste Reiseziel, was wir jemals bereist haben. Dadurch haben wir das eine oder andere ausgelassen, was aber auch nicht schlimm ist, denn dann kommen wir einfach vielleicht irgendwann nochmal wieder. Aber auch abseits der teuren Highlights hier auf Island kann man wirklich gut mit einem geringen Budget reisen. Es gibt einiges, was man sich auch ohne großen Eintritt und so angucken kann. Also scheut euch nicht, vom Islandurlaub zu träumen. Und ja, ich glaube, man hat es in den letzten Videos und jetzt aber auch rausgehört, dass wir es den absoluten Wahnsinn finden. Wir packen jetzt gleich zusammen. Wir sind jetzt hier schon wieder auf dem Camp Easy Vermietungsplatz, wo wir unseren Camper abgeholt haben vor 2 Wochen. Machen uns jetzt fertig, packen unsere Koffer, denn für uns geht es morgen früh um 5:45 Uhr schon Richtung Flughafen. Und ja. Dann geht's nach Hause. Dann geht's nach Hause. Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr noch unseren Kanal abonniert. Wer das nach diesen Island-Videos immer noch nicht gemacht hat, was ist denn nur los mit euch? Was müssen wir noch tun? Also abonnieren, das Video liken, Support-Herz unten in die Kommentare und wir sehen uns dann nächste Woche wieder in alter und neuer Frische von zu Hause. Mal sehen, was dann kommt. Danke. Ende.